Ah, Abenteurer! Ich entbiete euch ein allerannehmlichstes Aloha im zahmen Zentarim, der gasthausartigen Kneipe hier in der Schwertküste. Kann ich euch für eines unserer Zimmer begeistern? Wir hätten welche für Bauern, Händler, Edelleute und sogar Twitch-Streamer. Was dasselbe ist wie Bauern, aber es gibt eine Webcam am Waschzuber. Stimmt. Jetzt wo ihr es sagt, ihr wart doch schon mal hier. Ja, lang ist's her. Ja, habt ihr recht. Ich sehe ein bisschen müde aus, Haare sind auch weniger geworden. Liegt wohl am Eisenmangel, sagt mein Medikus, und das geht wohl vielen so. Wie jetzt? Sagt nicht, ihr habt noch nichts von der Eisenkrise gehört. Dann wisst ihr wohl auch noch nicht viel über Baldur's Gate? Na dann, kommt, setzt euch zu mir in die Theke und lasst euch berichten. Es war einmal ein kleines Entwicklerstudio namens BioWare. Das wollte hoch hinaus und bastelte eine Tech-Demo namens Battleground Infinity. Diese Demo überzeugte den Publisher Interplay, der daraufhin sagte: Also, der Name Battleground kann weg, aber diese Infinity Engine würde voll gut zu einem Fantasy-Spiel passen. Lasst euch doch mal von unseren Fallout-geprüften Black Isle-Jungs dabei helfen, die kennen sich aus. Und weil die Dudes von BioWare sowieso Dungeons & Dragons Nerds waren, entwickelten sie ein Spiel, das ihre Pen-and-Paper-Erfahrung widerspiegelte. Baldur's Gate. Ein Rollenspiel aus dem Jahr 1998. Als Szenario dienen die Vergessenen Reiche, eine Kampagnenwelt von Dungeons & Dragons, die mit klassischem High Fantasy ganz gut beschrieben ist. Ihr wisst schon, Orks, Elfen, Zwerge, Zauberer und Ratten töten im Startdungeon. Das Spiel war für seine Zeit außergewöhnlich umfangreich und enthielt darum auch 5 CDs. Die Verpackung ist oberaffentöfte geil. Diese Art von Boxdesign, die sofort Lust macht, ein Abenteuer zu erleben. Ganz anders als die lahme Box, die ich damals hatte. Ich kann diese Cover- und Cover-Designs nicht ausstehen. Pfui, hinfort! Bei der Installation hattest du dann hoffentlich genügend Festplattenspeicher für eine Vollinstallation. Ganze 600 Megabyte, ach du heiliger Ankeck. Falls nicht, dann viel Spaß bei nahezu jedem neuen Gebiet die CD zu wechseln. Noch nie fühlte sich ein PC-Spiel so nach Amiga an. Dann hieß es warten und dann startete automatisch ein sehr lauter Trailer von Descent 3. Den kann ich bis heute noch nachsprechen und habe das Spiel dennoch nie gespielt. Sollte ich mal auf meinen Haufen der Schande legen. Descent 3 is optimized for modem internet play. Crush your enemies, set them on fire, and watch them suffer. Descent 3. Lustigerweise ist auch noch ein anderer Trailer mit drauf, aber der von Descent 3 startet automatisch. Ach, welcher Baldur's Gate-Spieler würde sich schon für dieses Planescape Torment interessieren? Dann geht das Spiel los und meine Güte, löst diese Musik und dieses Bild bei mir einen Nostalgasmus sondergleichen aus. Eine Sache, die mir bis heute unglaublichen Spaß macht, ist das Erstellen der eigenen Spielfigur. Könnte ich den ganzen Tag machen. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Rassen mit ihren eigenen Stärken und Einschränkungen. Du kannst typgerecht spielen, Zwerge sind gute Krieger, Elfen gute Schützen, Halblinge gute Diebe, oder du schwimmst gegen den Strom mit Halblingskriegern und Zwergendieben, was für interessante und dynamische Charaktere sorgt. Es gibt viele unterschiedliche Berufe, die so abwechslungsreich sind, dass sich jeder Spieldurchlauf völlig anders anfühlt. Ein Kleriker sorgt für ein ganz anderes Baldur's Gate-Erlebnis als ein Barde. Das i-Tüpfelchen, das, was Baldur's Gate für mich unwiderruflich auf ein höheres Niveau des Rollenspielgenres wuppte: du darfst individuelle Porträts und Stimmaufnahmen einfügen. Die Anleitung sagt dir, welche Vorgaben die Datei erfüllen muss, und dann ist deine eigene Kreativität gefragt. Soll der Charakter so aussehen wie du, also nimmst du einfach ein Foto? Oder verkleidest du dich für das Foto, um den Charakter darzustellen?
Oder kennst du andere YouTuber, die zeichnen können und die du dafür ausbeuten kannst? So ähnlich ist es mit den Soundfiles. Die Liste in der Anleitung gibt dir den Kontext und dann liegt es an dir, dir Texte auszudenken, die dein Charakter in bestimmten Situationen sagen könnte. Hex, Hex. Dieses Level an Individualität bei der Charaktererstellung hatte ich zuvor noch bei keinem Rollenspiel. Die Aufnahmen klangen mit deinem 10 Mark Hammer-Headset natürlich lausig, aber dennoch, meine Stimme ist jetzt in diesem Spiel. Ah, da geht die Sonne auf und da zieht sie ihre Bahnen. Ja, ich habe ein geozentrisches Weltbild. Es dauerte dann auch nicht lange, bis Fans eigene Soundsets im Internet anboten. Möchtest du wie James Earl Jones klingen? Mal ehrlich, wer möchte das nicht? Oder wie Jack Sparrow für deinen Schurken? Oder wie Peter Griffin, wenn du besonders unlustig sein willst? Okay, was lustig ist und was nicht, darüber will ich gar nicht urteilen. Also will ich schon, aber sollte ich nicht. Viele Leute können zum Beispiel mit der deutschen Version von Baldur's Gate nicht viel anfangen, weil ihnen diese zu albern ist. Okay, ich persönlich bin großer Fan davon, was nicht heißen soll, dass ich Minsk deutsche Stimme nicht trotzdem total nervig finde. Mein Hamster ist schon ganz fiebrig. Ja, es gibt schon ein paar Ausreißer nach unten. Das sind aber meist auch Ausreißer nach unten in der englischen Version. Minsk klingt dort ebenfalls super nervig und es ist ein wahres Wunder, wie sie ihn in Teil 2 derartig rehabilitiert haben, dass er zum Maskottchen von Baldur's Gate wurde. Also ich mag die Albernheiten in Baldur's Gate, genauso wie ich sie in Secret of Mana, Lufia oder Fallout New Vegas mag. Und das ist kein Nostalgiegequatsche, sondern ich halte es allgemein für ein gutes Zeichen, wenn sich ein Spiel ernst genug nimmt, dass du dich drin verlieren kannst, aber nicht so ernst, dass man auch etwas Spaß haben darf. Ob der Wirt in Kerzenburg nun von clean as an elven ass oder sauber wie ein Elfenpopo spricht, was macht das für einen Unterschied? Was hat die deutsche Version damit zu tun? Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Ich weiß auch nicht, was daran schlimm ist, dass das Spiel viele deutsche Dialekte einbaut. Ist doch viel interessanter, als wenn alle die gleiche Hochsprache sprechen würden. Und macht die englische Fassung mit englischen Dialekten ja genauso. Statt Schotten, Englishmen und Yankees hast du halt Plattdeutsche, Bayern und Sachsen und ich möchte sie alle nicht missen. Jetzt gibt's gleich eins auf der Rübe. Es war mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Seid ihr blind oder nur deppert? Die Vorgaben, wie Porträts und Sounds zu importieren sind, ändern sich übrigens stark, je nachdem, welche Version von Baldur's Gate du spielst. Ob nun CD, DVD oder die Enhanced Edition auf Steam oder GOG oder wo auch immer. Und das ist mein Stichwort, von nun an Material aus dieser Variante des Spiels zu verwenden, schon alleine, weil die alte CD-Fassung inzwischen ein wenig unbequem ist. Ich habe bereits vor einigen Jahren einen dezidierten Vortrag zur Enhanced Edition von Baldur's Gate gehalten. Hier seht ihr den Trank da oben, nehmt einen Schluck von dem, dann bekommt ihr eine Vision davon, wenn ihr das nachholen wollt. Hier aber nochmal ein paar der wichtigsten Punkte plus einige Ergänzungen. Im Großen und Ganzen stülpt man Baldur's Gate 1 die verbesserte Engine seines Nachfolgers über. Das heißt, die Figuren bewegen sich sehr viel schneller, die Wegfindung ist um Welten besser und zahlreiche Spielmechaniken werden an die Fortsetzung angepasst. Außerdem bekommt das Spiel moderne Bildschirmauflösungen, eine verbesserte Nutzeroberfläche und, am tollsten eigentlich, einen funktionalen Multiplayer. Das alte System mit IP-Adressen eintippen und sowas ist heutzutage etwas lästig. Ich kann die Enhanced Edition also guten Gewissens weiterempfehlen. Es ist inzwischen meine bevorzugte Art, Baldur's Gate zu spielen und die Modding-Gemeinschaft, falls ihr an sowas Interesse habt, ist auch komplett auf diese Fassung umgestiegen. Ihr müsst euch nur eines unbedingt klar machen. Ihr spielt eigentlich nicht mehr dasselbe Spiel. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht so, aber die Anpassungen im Gameplay sind mitunter wirklich groß. Es gibt kaum eine Mechanik, die nicht verändert wurde. Bevor wir allerdings über die größten Unterschiede reden können, sollten wir einmal kurz festhalten, was die Kernmechaniken überhaupt sind und wie Kämpfe in Baldur's Gate im Großen und Ganzen ablaufen. Denn es ist ehrlich gesagt nicht sehr intuitiv oder einsteigerfreundlich und kann eine der größten Hürden für neue Spieler sein. Baldur's Gate ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, wobei die Präsentation so schnell, chaotisch und actionlastig ist, dass viele Leute das mit den Runden gar nicht mitbekommen. Eine solche Runde dauert 6 Sekunden, in denen du tolle Aktionen ausführen kannst wie Hauen, Schießen, Zaubern, dir die Kante mit bunten Mixgetränken geben, Lieder singen und vieles mehr. Wann du in so einer Runde dran bist, darüber entscheidet der Initiative-Faktor der Waffe oder der Zeitaufwand des Zaubers. Umso niedriger dieser ist, umso besser.
Der Initiativefaktor kann einen Wert von 0 bis 10 haben, wobei es sich dabei um den Bruchteil der Runde handelt. Also beispielsweise hat ein Langschwert einen Faktor von 5. Das bedeutet, der Hieb des Schwertes erfolgt bei 5/10 einer Runde. Da eine Runde 6 Sekunden dauert, ist ein Langschwertkämpfer nach 3 Sekunden am Zug. Damit soll im Grunde simuliert werden, dass leichte Waffen schneller als schwere sind. Dolche haben einen Faktor von 2, Morgensterne 7 und so weiter. Dafür haben schwere Waffen oft einen höheren Grundschaden. Der Dolch kann 1 bis 4 Lebenspunkte abziehen, das Langschwert 1 bis 8 und der Morgenstern 2 bis 8. Ihr kennt ja sicher noch die alte Werbung. Während Villariba schon den nächsten Pfeil auf der Kurzbogensehne hat, ist Villabajo noch am Armbrustspannen. Und wie viel Schaden es letztlich ist, das wird ausgewürfelt. Der Initiativefaktor lässt sich im Laufe des Abenteuers übrigens senken. Beispielsweise haben verzauberte Waffen meist einen geringeren Faktor und ein Krieger, der Punkte in seine bevorzugte Waffengattung investiert, senkt ihn ebenfalls. Logisch, ein geübter Bogenschütze legt einen Pfeil flinker an und erfasst sein Ziel schneller als ein Anfänger. Dementsprechend wird der Initiativefaktor einer Waffe im Laufe der Saga immer irrelevanter. Ist aber gerade im Early Game von Baldur's Gate 1 oft der Unterschied zwischen unbeschadet davonkommen oder nach einer Tracht Prügel davonkommen oder halt gar nicht davonkommen. Magier haben Pech, deren Möglichkeiten, Sprüche schneller vom Stapel zu lassen, sind auf Ausrüstungsgegenstände in Baldur's Gate 2 beschränkt. Die können ihren Zeitaufwand in Baldur's Gate 1 also nicht senken. Da du später eine Gruppe von bis zu 6 Mitgliedern haben kannst und auch Feinde zahlreich auftreten, werden Kämpfe mitunter sehr chaotisch und vieles passiert gleichzeitig. Darum ist die Pause-Taste dein mächtigstes Werkzeug. Der Computer trifft die Entscheidungen für deine Gegner sofort und alle auf einmal. Um da mithalten zu können, musst du oft pausieren, Anweisungen geben und warme Socken anziehen, wenn dich eine Zufallsbegegnung mal wieder kalt erwischt. Jedes Lebewesen in Baldur's Gate hat 6 Grundattribute: Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Stärke bestimmt vor allem die Treffergenauigkeit mit Nahkampfwaffen. Ich weiß, das ist für viele Gäste hier eher kontraintuitiv, da in anderen Welten eher das Geschick für die Trefferquote verantwortlich ist. Unsere Logik bezieht sich jedoch darauf, die Rüstung eines Feindes erst einmal durchdringen zu müssen, um Schaden zu machen. Und dafür benötigt es Stärke. Ansonsten gibt die Stärke Bonusschaden zu dem, was deine Nahkampfwaffe schon liefert, Bonusschaden für Fernkampfwaffen, deren Wucht in der Kraft des Werfers begründet liegt, wie Wurfhämmer oder Steinschleudern. Stärke bestimmt die maximale Traglast einer Figur. Das Aufbrechen von Schlössern mit roher Gewalt wird über die Stärke ermittelt, was allerdings nur ein Notnagel sein sollte, falls du gerade keinen Dieb hast. Und viele Ausrüstungsgegenstände verlangen eine Mindeststärke, damit du sie überhaupt verwenden kannst. So einen Kompositbogen kriegst du halt nicht gespannt, wenn du nur Pudding in den Armen hast. Geschicklichkeit, die Domäne der filigranen Philanthropen. Sie hat im Grunde 3 große Funktionen. Die Genauigkeit beim Fernkampf. Sie verbessert die Rüstungsklasse und damit die Chance, einem Angriff zu entgehen. Und Geschicklichkeit modifiziert Diebesfähigkeiten. Hohe Geschicklichkeit gibt Boni zu niedrige Mali oder Malusse. Abzüge halt. Konstitution, also deine Gesundheit, so wichtig, dass man es jedem mehrfach zum Geburtstag wünscht. Konsti bestimmt vor allem deine Lebenspunkte und ist darum etwas, das jeder Mitstreiter gebrauchen kann. Vom schwachbrüstigen Magier, damit der nicht vom ersten Orkpups umkippt, aber auch natürlich für den Panzerschrank an vorderster Front. Eine Konstitution von mindestens 16 ist für alle Klassen empfehlenswert. Krieger, Waldläufer und Paladine sollten versuchen, noch mehr als 16 zu haben. Für den Rest ist alles über 16 irrelevant. Ansonsten bestimmt die Konstitution, wie viel Bier und Wein du trinken musst, um besoffen zu werden und wie schnell ein Charakter ermüdet. Ach ja, und kleinwüchsige Rassen, also Halblinge, Gnome und Zwerge, bekommen extra Rettungswürfe bei guter Konstitution. Keine Ahnung warum. Vielleicht geht ihnen da nicht so schnell die Puste aus, wenn sie eine Kommandorolle am magischen Geschoss vorbeimachen. Intelligenz bestimmt, wie viel Zaubersprüche sich die Magier unter euch einprägen können und ob es überhaupt gelingt, einen neuen Spruch zu erlernen. Ein Mindestmaß an Intelligenz ist außerdem notwendig, um Zauberstäbe zu benutzen, und eine hohe Intelligenz hilft dem schlauen Bücherwurm unter euch, einen magischen Gegenstand zu identifizieren. Ja, und Weisheit ist quasi dasselbe, aber halt nur für Priester und Naturburschen. Charisma.
Für mich oftmals der spannendste Wert in einem Rollenspiel und immer ein guter Indikator dafür, wie viel Fleisch an dem RPG-Knochen wirklich dran ist. Viele Abenteurer ignorieren dieses Attribut, was ich für absolut falsch halte. Es muss nicht du persönlich sein, aber zumindest ein Mitglied einer Gruppe sollte hohes Charisma besitzen und die Gespräche führen. Hier in Baldur's Gate 1 hat es durchaus großen Einfluss, ob du hübsch bist oder von der Erscheinung her eher an das untere Ende eines Hobgoblins erinnerst. Genaueres dazu, wenn wir uns konkreter mit der Spielwelt selbst befassen. Nur so viel: Charisma ist entscheidend dafür, wie Nichtspielercharaktere auf dich reagieren, und das kann sich auf vielfältige Weise äußern. Ihr merkt also, es gibt gefühlt 1000 Variablen und mehr, die das Spielerlebnis beeinflussen und ineinander greifen. Und dabei habe ich jetzt noch nicht mal was über Rüstungsklassen, Resistenzen, dem Schadenstyp von Waffen, ETW 0, Angriffe pro Runde, Statuseffekte und Spezialfähigkeiten gesagt. Und die Tutoren im Prolog sind nur so mittelmäßig nützlich. Gefühlt erklären sie viel zu viel, aber gleichzeitig auch zu viel Irrelevantes. Ich kann also durchaus verstehen, wenn sich neue Spieler völlig überwältigt fühlen. Alles, was ich dazu sagen möchte, ist: All diese Mechaniken sind nur kleine Stellschräubchen für die 2 wichtigen Ziele, auf die jeder Kampf in Baldur's Gate hinausläuft: Gegner treffen und Gegner verletzen. Um was anderes geht es im Endeffekt nicht. Und es ist an dir herauszufinden, wann du welche dieser Stellschrauben drehst. Ist Baldur's Gate ein schwieriges Spiel? Nein, ja. Wenn du weißt, was du tust, ist es sogar ziemlich einfach. Es gibt hier und da Stellen, die schwieriger sind als andere, aber praktisch jede Situation ist gut lösbar. Oft reicht es schon, den passenden Trank dabei zu haben oder an der Ausrüstung etwas rumzuwursteln. Und gerade die Enhanced Edition gibt dir so viele neue Werkzeuge zum Überleben an die Hand. Reden wir also ein wenig über den Unterschied zwischen BioWares Original und Beamdogs Enhancerei, was das Gameplay betrifft. Denn darauf bin ich damals in meinem Exkurs nur sehr marginal eingegangen. Das Balancing ist teils völlig auf den Kopf gestellt. Was früher nützlich war, ist jetzt nur noch so mittel, weil bestimmte Dinge in Baldur's Gate 2 abgeschwächt wurden und wir nun diese Engine verwenden, in der diese Dinge abgeschwächt wurden. Dafür bekommst du viele neue Hilfsmittel aus Baldur's Gate 2, was so manchen Kampf, den ich früher recht knackig fand, jetzt eher trivial macht. Was sind so die besten Methoden, um in OG Baldur's Gate 1 Erfolg zu haben? Fernkampf, Beschwörungen und Gift. Und welche Sachen wurden so sehr in Baldur's Gate 2 abgeschwächt, dass es sich kaum lohnt, sie einzusetzen? Fernkampf, Beschwörungen und Gift. Beschwörungsmonster, okay, meinetwegen, sind immer noch gut, um Feinde zu beschäftigen oder um Zauber für dich zu fressen, aber du kannst halt nicht mehr den Bildschirm mit Wildhunden und Co. fluten, die alles für dich umzingeln und früher oder später übermannen, egal wie stark es ist. Verfolgen wir einfach mal 2 Ideen. Das, was für den Spieler in der Enhanced Edition jetzt leichter ist und was schwieriger wurde, denn beides kommt durchaus vor. Magie, außer Beschwörungen, ist jetzt deutlich mächtiger als damals. Schlaf ist jetzt total überpowered, weil Gegner nicht mehr aufwachen, selbst wenn man sie angreift. Der Schildzauber macht dich jetzt vollständig immun gegen magische Geschosse. Sorry, Tarnish, alter Noobkiller. Du kannst deine Magier extra Lebenspunkte reinboosten, indem du einen Vertrauten beschwörst. Und das waren nur 3 Beispiele. Ich könnte noch lange so weitermachen, warum Magie jetzt so viel mächtiger geworden ist. Überhaupt kannst du das Balancing bei der Magie aus den Angeln heben durch die Ergänzung der Hexenmeisterklasse in Baldur's Gate 1. Früher gab es nur den Beruf des Magiers und Magier lernen neue Zauber, indem sie Schriftrollen auswendig lernen. Die Macher konnten also steuern, wann du bestimmte Zauber kriegen sollst, indem sie dir Zugriff auf bestimmte Schriftrollen gewähren oder eben nicht. Doch nun gibt es Hexenmeister, die neue Zauber direkt bei einem Level-Up aus einer Liste auswählen können. Also auch viel früher als von den Machern vorgesehen. So ähnlich verhält es sich mit den neuen Kämpferklassen. Berserker können sich für eine gewisse Zeit immun gegen allerlei Statusveränderungskram machen, wie Verwirrung, Bezauberung und andere fiese Dinge. Und plötzlich ist der Kampf gegen die Sirenen an der Küste, die ich im Original echt knifflig fand, gar kein Problem mehr. Kurzum, die neuen Unterklassen machen das Spiel allgemein einfacher, weil du jetzt viel mehr Optionen hast, um schwierige Stellen zu meistern. Das sollte deine Moral doch etwas heben. Apropos, in Baldur's Gate 2 und damit nun auch in der Enhanced Edition von Teil 1 wurde die Rolle der Gruppenmoral extrem reduziert und quasi nichtig gemacht.
Früher mussten deine Gruppenmitglieder ständig Moralchecks bestehen, damit sie nicht mitten im Kampf panisch wurden und aus diesem flohen. Nimmt ein Charakter zu viel Schaden? Fällt ein Gefährte im Schlachtgetümmel? Ist der Feind in der Überzahl? Ist es ein Monster, das als zu gefährlich wahrgenommen wird? Dann musste jede Figur erstmal würfeln, ob sie die Nerven behält. Es kam dadurch nicht selten vor, dass deine Level-1-Gruppe einem Oger begegnet und erstmal die Hälfte des Teams umdreht und sagt Nope! Super nervig, nicht unbedingt etwas, das ich vermisse, aber dadurch werden auch die Möglichkeiten im Spiel, die Moral zu stärken, überflüssig. Zum Beispiel das Bardenlied oder sich vor dem Kampf Mut im Gasthaus antrinken auf Kosten der Treffergenauigkeit. Jetzt klingt das so, als wäre alles einfacher geworden in der Enhanced Edition. Doch nein, es gibt Dinge, um die du durch die neuen Systeme nun mehr herumplanen musst als früher. Damit meine ich zum Beispiel, dass Waffengattungen und Diebesfähigkeiten konkreter aufgeteilt wurden. Kleines Beispiel: Schleichen war früher nur eine Fähigkeit namens List. Ab Baldur's Gate 2 wurden daraus 2 Fertigkeiten, in die du einzeln investieren musst: im Schatten verstecken und leise bewegen. Du brauchst also die doppelte Menge an Punkten. Seht ihr, worauf ich hinaus will? Insgesamt gibt es nun 8 Diebesfähigkeiten statt nur 4. Das heißt, im Original reichte ein Dieb, um alle Schurkenskills abzudecken. In der Enhanced Edition bräuchtest du dafür mindestens 2, wenn du den Wert auf alle 8 Fähigkeiten legst. So ähnlich verhält es sich mit den Punkten, die du in Waffengattungen steckst. Original Baldur's Gate hatte viele Kriegswerkzeuge in recht breite Kategorien eingeteilt. Meinetwegen, du levelst die Fähigkeit stumpfe Waffen. Dann kann deine Figur mit Streitkolben, Keulen, Kriegshämmern und Kampfstäben umgehen. Das ist natürlich super praktisch und macht deinen Krieger recht flexibel. Stell dir vor, du bist mit einem Streitkolben +1 unterwegs und findest einen Kriegshammer +2. Cool, her damit! Jetzt sind diese 4 Gattungen ihre eigenen Investments. Die Situation, die ich gerade beschrieb, sieht dementsprechend anders aus. Oh, ein Kriegshammer +2. Mist, jetzt habe ich halt Streitkolben gelevelt. Nehme ich jetzt die bessere Waffe, auch wenn ich dann vielleicht Abzüge bekomme, weil ich nicht so gut damit umgehen kann? Das alles waren jetzt sicherlich wichtige Unterschiede, aber der Grund, warum ich eigentlich nur noch die Enhanced Edition spiele, sind sogenannte Lebensqualitätsverbesserungen. Ja, auch unser Königreich wurde inzwischen vom grausamen Prinzen Casual erobert und seine Gesetze sind halt schon ziemlich angenehm. Pause im Inventar. So einfach ist das manchmal und was für ein angenehmeres Spielen es plötzlich ist. Wenn du in der CD-Version mitten im Kampfgetümmel einen Trank brauchst, du einen Köcher nachfüllen willst oder sonst irgendwas benötigst, dann viel Glück. Spielpausen werden im Inventar nämlich zwangsbeendet und das Geschehen läuft weiter. Das bedeutet in der Praxis meist, noch bevor du das korrekte Gegengift in deinem Kulturbeutel gefunden hast, hat dich die Schwertspinne längst in ihren Beißwerkzeugen zerkleinert. Die Idee ist, das steht auch so in der Anleitung, dass es die Realität abbilden soll. Also, dass man in einem echten Kampf ja auch keine Pause drücken kann, um im Rucksack zu wühlen. Das ist eine nette, aber leider dumme Idee und geht auch nicht konform mit dem restlichen Game Design, denn dann dürfte es gar keine Pause-Taste geben. Die Enhanced Edition schmeißt diesen Blödsinn zum Glück raus und du kannst dir Zeit lassen, so viel du willst. Baldur's Gate soll schließlich nicht die Realität abbilden, sondern das Pen-and-Paper-Erlebnis. Eine andere Erleichterung des Lebens: Das Fassungsvermögen von Köchern wurde von 20 auf 80 angehoben. Das bedeutet deutlich weniger Micromanagement, weil du nicht dauernd in den nicht pausierbaren Rucksack wechseln musst, um deine hintere Reihe mit neuen Geschossen auszustatten. Von den gesparten Slots im Inventar ganz zu schweigen. Wenn ich 400 Pfeile mitnehmen will, dann brauche ich in der Enhanced Edition nur 5 Felder. Wenn ich 400 Pfeile in der CD-Version mitnehmen will, dann passen da maximal 380 rein und alles ist voll. Die Tabulator-Taste zeigt dir interaktive Objekte an. Plötzlich siehst du sofort, welche NPCs ein Gespräch wert sind. Du siehst eine Schadensanzeige bei Feinden und vor allem siehst du diese schelmischen, pixelgenauen Verstecke für extrem gutes Loot, die in der ganzen Welt verteilt sind. Die in der CD-Version zu finden, ohne Lösungsbuch oder sowas, war extrem unwahrscheinlich. Okay, reicht jetzt mit dem Vergleich der Versionen. Was ich euch vermitteln wollte ist, dass ihr die pure Baldur's Gate 1 Erfahrung nur mit der alten Version haben werdet, aber die Enhanced Edition von Baldur's Gate einfach deutlich zugänglicher und einsteigerfreundlicher ist. Wenn ihr daran Interesse habt, kann ich euch nur empfehlen, Baldur's Gate auf GOG zu kaufen, weil dort bekommt ihr die Enhanced Edition und zusätzlich, leider etwas sehr gut versteckt, habt ihr die Möglichkeit, die alte CD-Fassung auch noch runterzuladen. So habt ihr quasi beide. Dazu müsst ihr auf eurem Account das Spiel anklicken, dann Mehr,
dann CD-Keys, dann händisch einen Link kopieren, dort einen Code bestätigen und dann bekommt man Classic BG ins Menü. Keine Ahnung, was das soll, aber es ist trotzdem ein sehr netter Bonus. Weiterer, kleiner Vorteil der Enhanced Edition, sie kommt auch im Deutschen direkt ungeschnitten. In der alten CD-Version musste man hierzulande noch eine extra Codezeile einfügen, um Blut- und Splatter-Effekte zu aktivieren. Kommen wir nun aber endlich mal zur Handlung. Halt, nein, Moment, kommen wir noch nicht. Da ist noch eine Version von Baldur's Gate. Die Konsolenversion. Ja, ernsthaft. Seit 2019 gibt es Baldur's Gate 1 auch für PlayStation, Xbox und Nintendo. Als jemand, der schon manch grausigen Port von PC zu Konsole und umgekehrt durchlitten hat, war ich erstmal sehr skeptisch. Aus Neugier habe ich mir die PS4-Version dennoch mal angesehen und es funktioniert. Es ist zwar bei weitem nicht so komfortabel wie mit Maus und Tastatur, aber meine bepelzte Fresse, als Port für sich funktioniert das richtig gut. Ich war total überrascht. Man hat nicht einfach nur die PC-Fassung auf die Konsole gerotzt und das war's, sondern die Entwickler haben die Bedienung relativ clever für Controller umgemauschelt. Sogar mit so Sachen wie Ringmenüs und sowas. Von daher, wenn ihr reine Konsoleros seid, dann ist das durchaus einen Blick wert. Ich fand's etwas gewöhnungsbedürftig, aber das liegt halt daran, dass ich seit über 20 Jahren mit dem Spiel ganz anders interagiere. Lediglich einen Kritikpunkt möchte ich loswerden und da kann ich nicht genau einschätzen, wie gewichtig dieser ist. Dafür müsste ich es länger und intensiver spielen, aber man kann die Tastenbelegung nicht anpassen. Ich habe es ja eben erwähnt, wie wichtig es ist, im Spiel zu pausieren. Und die Pause-Taste liegt zu ungünstig auf Start und da kommt man im Eifer des Gefechts einfach zu ungünstig ran. Pause hätte direkt auf X oder so gehört. Derart wichtig ist das. Und ich hätte mir gerne das selbst zurechtgelegt. Tja, damit solltet ihr doch jetzt eigentlich im Bilde sein und... Stimmt, jetzt wo ihr es sagt. Ja, ich habe noch gar nicht zum Thema Eisenkrise gesagt, obwohl das ja der Aufhänger für dieses illustre Gespräch war. Nun, die ganze Sache begann hoch oben, oberhalb der Schwertküste, ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In dieser klosterhaften Bibliotheksfestung schlüpfst du in die Rolle des von dir erstellten Charakters, ein Waisenkind, das der alte Zauberer Gorion aufzieht. An diesem Tag gerät das ruhige Leben allerdings aus den Fugen. Dein Ziehvater weist dich an, alles für eine plötzliche Reise vorzubereiten und dann mit ihm bei Nacht und Nebel in die Wildnis zu verschwinden. Während der Nachtwanderung geratet ihr beide in einen Hinterhalt eines gepanzerten Hünen und seiner Schergen. Du kannst fliehen, aber Gorion, der dir den Rücken mit mächtiger Magie frei hält, wird von dem Panzerritter niedergestreckt. Von nun an bist du ein freier Abenteurer, der irgendwie über die Runden kommen muss. Niemand schreibt dir vor, wo du hinzugehen hast. Erstmal etwas die Welt erkunden, ein Team zusammenstellen, den Brotkrumen der Hauptgeschichte folgen oder alles zugleich? Schnell wird nämlich klar, dass die Schwertküste in einer Krise steckt. Wirtschaftlich und politisch die Eisenkrise. Scheinbar wirft die Mine der Region in letzter Zeit nur noch minderwertiges Eisenerz ab und es verschwinden immer wieder Arbeiter am Bergwerk. Das Eisen, das überhaupt noch gefördert wird, ist kurz nach seiner Weiterverarbeitung porös und ergibt nur nutzlose Waffen und Werkzeuge. Neben einem geschwächten Militär droht nun also auch noch eine Hungersnot, weil die Pflüge und Hacken der Bauern bei der kleinsten Belastung brechen. Der Wert von importiertem Eisen steigt darum extrem, was zu erhöhter Banditenaktivität führt, die jegliche Karawane von außerhalb plündern und damit die Eisenknappheit noch weiter verschärfen. Die Menschen suchen die Schuld, auch dank einiger geschickt platzierter Gerüchte, bei der benachbarten Händlernation Amen, wodurch mehr und mehr ein Krieg droht, je angespannter die Lage wird. Unser Held oder Heldin geht all diesen Dingen im Laufe des Spiels nach und entdeckt dabei die Machenschaften eines sehr einflussreichen Handelshauses, dem Eisenthron. Dieses scheint hinter der künstlichen Verknappung zu stecken, denn der Eisenthron besitzt eine eigene verborgene Mine, wo sie Eisen horten, das sie dann zu überteuerten Preisen auf den Markt werfen wollen. Also alles nur der Profitgier wegen? Nicht ganz. Ein hochrangiges Mitglied der Firma, ein gepanzerter Bursche namens Sarevok, hat überdies politische Ambitionen und will mit dem Eisen als großer Retter auf den Plan treten, wenn der Krieg erstmal losbricht. Doch auch hinter dieser Absicht steht ein noch dunkleres Motiv. Denn warum hatte es Sarevok auf dich und Gorion abgesehen? Mama, Papa, ich bin ein Geschenk Gottes. Soweit ganz grob zur Handlung. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann bleibt doch einfach hier in der Theke sitzen. Der Abend ist doch noch jung. Ich versorge nur eben die anderen Gäste und komme dann zu euch zurück. Es gibt noch so viel zu erzählen. Verliese, Gefährten,
Modifikationen, die erste Erweiterung damals, die zweite Erweiterung neulich, jede Menge Literatur und natürlich die Welt vor meiner Tür an sich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja bis dahin etwas Trinkgeld in meine Patreon-Schatzkiste werfen. Hier erscheint gleich eine lange Liste mit Stammkunden, die das bereits getan haben, und ich würde mich sehr freuen, euch auch einen Stammtisch bereitzustellen. Bis später.